Ja, wir sind hier bei Astragon und wir gucken uns jetzt eine Demo zum Firefighting Simulator an. Leider war kein Bild verfügbar für das Spiel direkt, aber als kleine Entschädigung gibt es hier diese Demo, die ihr auch selber auf Steam schon kostenlos euch herunterladen könnt, wenn ihr selber reinschauen möchtet. Wie kam es dazu, dass ihr diese... erstmal, wer sitzt hier mit mir? Gregor Koch, ich bin von Kronos Unterhaltungssoftware. Wir sind der Entwickler, welcher damit beschäftigt ist, dieses Spiel erstmal zu bauen. Unser Publisher ist Astragon und wir arbeiten hier mit unserem Team am Firefighting Simulator. Sollte es irgendwelche Verwirrungen zwischendurch geben, dann liegt das daran, dass wir zwischendurch viel mit der Technik gekämpft haben. Das Setup hat länger gedauert als das ganze Interview wahrscheinlich am Ende. Aber wir sind jetzt hoffentlich wieder dabei und schauen uns mal an, was es drin so in dieser Demo gibt. Warum habt ihr überhaupt so eine Demo erstellt? Also wir hatten uns überlegt, dass wir für die Gamescom ja irgendwas zeigen müssen. Letztes Jahr haben wir Gameplay gezeigt aus einer Prototypenversion. Dieses Jahr ziemlich nah an dem Fertigstellungstermin für das Produkt sind und nicht extra eine Gamescom-Bild anfertigen wollten, weil es uns wichtiger ist, das Spiel entsprechend zeitnah rauszubringen, als extra nochmal eine Bild zwischen reinzuhauen, damit wir hier Gameplay zeigen können. Deswegen haben wir gedacht, gehen wir doch hin und machen so eine Showroom-App. In der Showroom-App hat der Spieler die Möglichkeit, sich Fahrzeuge aus dem Spiel, erstmal nur eins, das schon von Rosenbauer, dem Lizenzpartner, freigegeben wurde, anzuschauen, um dann eben entsprechend schon mal zu sehen, was für Details wir im Spiel drin haben. Der Gedankengang ist, dass wir jetzt im Laufe der nächsten Monate, wenn wir auf dieses Release zugehen, immer wieder, wenn wir Freigaben für Fahrzeuge bekommen, die hier reinpacken und die Spieler sich die Fahrzeuge schon mal anschauen können. Ja, also es ist natürlich auch sehr viel Arbeit in die Fahrzeuge geflossen. Dann schauen wir da einmal drum herum, die ganzen Punkte, die da gerade angeklickt werden aus dem Off. Das sind also Kamerapositionen, nehme ich an. Also frei bewegen kann man die Kamera aber nicht. Nee, das haben wir jetzt erstmal nicht gemacht, einfach aufgrund der Handhabbarkeit her. Hier können wir dafür sorgen, dass man auf alle Fälle eine gute Perspektive auf das Objekt hat und dass es schön ist, gute Screenshots zu machen. Darum ging es uns hauptsächlich. Okay, bleibt doch einmal kurz bei diesem Panel hier. Sowas ist natürlich immer ein Härtetest für jedes Modell, dass man das noch lesen kann. Es ist nicht perfekt scharf, aber es ist scharf genug dafür, dass man tatsächlich sogar die kleinen Texte einigermaßen lesen kann, wie zum Beispiel Water Tank to Pump und Tank Fill and Pump Cooling, was finde ich für so einen Simulator auch schon, also nicht für so einen Simulator, sondern was ich schon ganz gut finde. Steckt dann nachher auch Funktion hinter? Funktion steckt in dem Spiel so weit hinter allen Einheiten, die tatsächlich für den Gameplay-Teil relevant sind, aber nur auf eine Art und Weise, auf die der Spieler auch interagieren kann. Um dieses Panel zu bedienen, müsste man jetzt einen Lehrgang machen, der dauert mehrere Wochen notfalls und es gibt da auch richtig viel Dokumentation zu, weil das hier ist die Mischeinheit und die Pumpeneinheit. An der Stelle wird das Schaumgemisch gemischt, wird die Pumpe eingestellt, unten werden die entsprechenden Ventile bedient. Das ist eine komplizierte Sache, die wäre für den Gameplay-Fluss äußerst negativ und nicht förderlich, wenn man das per Hand machen muss. Deswegen haben wir das minimiert. Der Spieler sagt, was für eine Mischung er haben will und die Einstellungen sind entsprechend. Also beziehungsweise ihr könntet da nochmal einen eigenen Simulator draus bauen, bei dem es nur um dieses Panel geht. Das hat das Potenzial, durchaus der Pumpen-Misch-Einstellungssimulator zu werden, den wir jetzt aktuell nicht bauen. Was waren denn jetzt besonders herausfordernde Details an dem Modell? Also die grundlegende Herausforderung ist erstmal die ganzen Dimensionen richtig hinzubekommen und dann mit den Materialien, die der Lizenzpartner zur Verfügung stellt, ein wirklich exaktes Replika anzufertigen, das auch dann überzeugend ist, wenn man das Foto vom Original daneben hält. Da ist ja erstmal die Grundsache, dass die Details an der richtigen Stelle sein müssen. Es muss alles richtig skaliert sein. Wenn ich jetzt hier die Knöpfe habe, müssen die richtig ausgerichtet sein. Da gibt es bestimmte Vorgaben, wie das auszusehen hat. Die gesamten Sticker müssen an der richtigen Stelle sein, denn die sind ja zum Beispiel vorgegeben, wo sich jetzt der Hinweis befinden muss, dass man bitte den Helm absetzen soll, wenn man im Fahrzeug sitzt, wegen dem Sicherheitsgurt. Ist offensichtlich, aber dafür gibt es Sticker und die werden an bestimmten Stellen aufgeklebt. Und eine Sache ist natürlich auch die Art und Weise, wie Materialien aussehen. Wenn wir mit der Kamera wieder nach draußen gehen, können wir mal einen Blick darauf werfen, wie der Lack und der Chrom des Fahrzeugs wirkt. Und das muss natürlich entsprechend eingestellt sein, damit das überzeugend rüberkommt. Und ja,
Die Lizenzpartner geben uns natürlich auch entsprechend eine große Menge an Bildmaterial, damit wir eine Chance haben, das entsprechend zu bauen. Hier sieht man schön, wie es die Reflexion auf der rechten Seite des Fahrzeugs gibt und das ist halt dann auch richtig schön polierter, neuer Lack an einem brandneuen Fahrzeug. Wir hatten mal schon letztes Jahr einmal angesprochen, dass ihr ja euch auf ein amerikanisches Modell geeinigt habt und in Amerika die Modelle gar nicht so einheitlich sind. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass in den USA jeder Bundesstaat seine eigenen Spielregeln hat und jede Feuerwache in jedem Distrikt mehr oder weniger tun und lassen kann, was sie will. Das heißt, die bestellen ein Fahrzeug und das kriegen die so geliefert, wie sie es haben wollen. Es gibt da bestimmte Vorgaben in Bezug, das ist ein Feuerwehrfahrzeug, aber selbst von Oakland rüber nach San Francisco sind die Flanschen für die entsprechenden Zu- und Ableitungen völlig unterschiedlich. Die sind nicht mal kompatibel. Also von daher sind das sehr unique Elemente, mit denen man es da zu tun hat. Es gibt da keine DIN-Norm, die sagt, wie groß das sein muss. Für welche Optionen habt ihr euch dann entschieden? Habt ihr ein Vorbild und gesagt, wir nehmen die von Los Angeles und Punkt? Oder wie habt ihr das gemacht? Also wir haben uns die angeschaut und die am hübschesten aussehen, benutzen wir. Oder eine Mischung daraus? Also das kommt nicht darauf an, welche Stadt die benutzen, sondern einfach, dass die optisch schön sind im Spiel und dann nehmen wir die von dem entsprechenden Hersteller. Okay, gibt es noch mehr Fahrzeuge in dem Showroom? In dem Showroom gibt es aktuell genau ein Fahrzeug. Das ist das, für das wir die Freigabe bekommen haben von demjenigen, der das Fahrzeug uns lizenziert, von Rosenbauer. Für weitere Rosenbauer-Fahrzeuge gibt es auch Freigaben ab einem bestimmten Punkt und wenn die da sind, kommen die in die App. Da können wir also uns noch auf ein paar Updates erfreuen und sind natürlich gespannt, wie das später im Spiel aussieht. Ich würde ja gerne noch ein bisschen was zu dem Spiel tatsächlich fragen, nämlich im Wesentlichen, hat sich da seit dem letzten Jahr in der Entwicklung noch was groß verändert oder getan? Ja, wir haben tatsächlich ein Spiel und nicht nur einen Prototypen. Mittlerweile funktioniert unser Feuer im Multiplayer, wir haben eine schöne große Stadt und alle Sachen, die damit zusammenhängen, wird man innerhalb der nächsten Monate schön über die Presseberichte herausfinden können. Wann habt ihr vor, an die Öffentlichkeit zu gehen mit dem Spiel? Veröffentlichen wir des Spiels, also Q1 nächstes Jahr soll das Spiel rauskommen. Da sind wir mal gespannt, ob es dabei bleiben wird. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig darauf. Wir freuen uns schon seit letztem Jahr riesig darauf. Also mit anderen Worten, seitdem wir erfahren haben, dass der Firefighting Simulator kommt. Schade, dass wir keine spielbare Demo aktuell haben, aber wir hoffen, dass wir da bald was nachliefern können und euch auch nochmal Ingame-Material zeigen können. Ihr erfahrt es auf jeden Fall bei uns. Und ich bedanke mich vielmals für deine Zeit. Und ich muss natürlich obligatorisch noch fragen, dürfen wir das Interview und die Aufzeichnung veröffentlichen? Ja. Dann vielen Dank.